Liebe Jael Kupferberg, liebe Offa Waldmann, liebe Gäste, liebe Freundinnen des Jüdischen Museums. Mein Name ist Anna Pollmann und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Akademie des Jüdischen Museums. Ich möchte Sie heute Abend ganz herzlich begrüßen zur dritten Veranstaltung unserer neuen digitalen Veranstaltungsreihe, die dieses Jahr unter dem Titel Déjà-vu – Neue Suche nach alten Antworten läuft. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wir laden unsere Gäste ein, im Gespräch mit Offa Waldmann deutsch-jüdische Intellektuelle des 20. Jahrhunderts vorzustellen und eine Auswahl ihrer Schriften für unsere Gegenwart zu lesen. Im Mai hat Delphine Orvilleur anhand eines Briefs von Gershom Scholem aus dem Jahr 1926 über die Frage der Säkularisierung der hebräischen Sprache einen Bogen in unsere Gegenwart geschlagen. Im Juni hat der israelische Schriftsteller Moshe Sakal anhand von Magnus Hirschfelds Reise ins Mandatsgebiet Palästina in den 1930er Jahren Fragen von Minderheitenstatus, Zugehörigkeit und Diaspora erörtert und mit seiner Arbeit als Verleger in Berlin verbunden. Mit Max Horkheimer wenden wir uns heute einem Philosophen zu, der seit den 1920er Jahren gemeinsam mit Mitstreitern am Frankfurter Institut für Sozialforschung eine kritische Theorie der Gesellschaft erarbeitet hat. Heutzutage wird sie schlichtweg als kritische Theorie gelabelt, je nach akademischer Ausrichtung mal mit kleinem, mal mit großem K. Horkheimer hat im amerikanischen Exil mit den Ereignissen der 1940er Jahre, insbesondere mit Auschwitz, existenziell wie philosophisch gerungen. Und gerade wegen dieses Ringens um historische und philosophische Erkenntnis können seine Texte ein wichtiger Bezugspunkt für unsere Gegenwart sein, in der irrationale, ideologische und autoritäre Verhärtungen dieser Erkenntnis oftmals im Wege stehen. Horkheimer hat sich angesichts des historischen Faschismus den Verwerfung einer instrumentellen Vernunft gewidmet, wie er es genannt hat, die kritisches Denken beschneidet. Jael Kupferberg wird diese Kritik ins Verhältnis setzen zu jüdischen Paradigmen seiner Philosophie. Sie rückt jüdische Erfahrungen als Erkenntniskategorie in den Blick, die in der Rezeption Horkheimers lange Zeit ausgespart blieb. Und was wir retrospektiv in unserem Reihentitel Déjà-vu genannt haben, die Sprengkraft eines historischen Textes für die Gegenwart, beschreiben Horkheimer und Theodor W. Adorno mit einem gegenläufigen Bild, dem Bild der Flaschenpost, einer Botschaft, die irgendwo und irgendwann auf AdressatInnen trifft und ihnen in ihrer Gegenwart zu Wissen und Erkenntnis verhilft. Wir sind sehr gespannt, Jael, mit dir heute diese Flaschenpost in Empfang zu nehmen. Wir freuen uns außerdem sehr, dass Offa Waldmann unsere Reihe moderiert. Offa leitet seit August die Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv und nicht erst seitdem kennen wir ihn auch als Kommentatoren der deutsch-israelischen Beziehungen, israelischer Politik, des Krieges in Gaza sowie zivilgesellschaftlicher Initiativen dagegen. Offa ist promoviert in jüdischer Geschichte und Germanistik und Autor mehrerer Bücher und Radiofeatures. 2021 erhielt er den Deutschen Hörspielpreis für das Stück Adolf Eichmann, ein Hörprozess, gemeinsam mit Noam Brusilowski. Sein erstes Buch ist 2023 bei Waldstein erschienen, Singular Kollektiv Erzählung. 2024 erschien dann unter dem Titel Gleichzeit seine Korrespondenz mit Sascha Mariana Salzmann nach dem 7. Oktober. Und pünktlich zur Frankfurter Buchmesse ist gerade sein neues Buch erschienen, Verkämpftes Land, mit Beobachtungen aus Israel während des Krieges, ebenfalls bei Waldstein. Und zum Ablauf des heutigen Abends. Offa Waldmann wird Jael Kupferberg kurz vorstellen. Nach ihrer 20-minütigen Präsentation folgt dann ein Gespräch der beiden. Bevor wir beginnen, möchte ich mich noch bei meinen Kolleginnen Daniel Wildmann, Sinje Rosbach, Katja Wartke und Juliane Ganzer für die Vorbereitung der Veranstaltung bedanken. Unser Dank gilt zudem der Bertolt Leibinger Stiftung, die mit ihrer Unterstützung diese Lecture Series möglich macht. Liebe Jael, liebe Offa, ich freue mich sehr über euer Kommen und überlasse nun euch die digitale Bühne. Ja, liebe Anna, vielen lieben Dank für diese herzliche Begrüßung. Auch von mir ein großer Dank an das Team des Jüdischen Museums in Berlin und natürlich, liebes Publikum, sehr schön, dass Sie alle da sind. Wir sind heute in der dritten Auflage unserer Serie Déjà-vu, wie Anna gesagt hat, neue Suche nach alten Antworten.
Und heute freue ich mich sehr, Dr. Jael Kupferberg, Jael, wir kennen uns lange und werden uns auch sicherlich duzen, Dr. Jael Kupferberg zu begrüßen, mit der ich über Max Horkheimer und das jüdische Bilderverbot sprechen werde. Wie Anna bereits erwähnte, führte uns unsere Suche zuerst zu Rabbinerin Delphine Orveleur mit einem Brief von Gershom Scholem an seinen Freund Franz Rosenzweig. Und in diesem Brief sagt Gershom Scholem, unheilschwer ist dies Hebräisch. Unheilschwer ist dies Hebräisch. Er warnt uns quasi aus der Distanz eines ganzen Jahrhunderts vor dem Aussprechen, vor der sakralen Sprengkraft der hebräischen Sprache, vor konkreten Namen, also sozusagen auch vor konkreten Bildern, vor konkreten Bildern an konkreten Orten. Ein Gedanke, der uns heute Abend ebenfalls begleiten wird. Bei unserer zweiten Veranstaltung mit dem Autor Moshe Sakal sprachen wir über Magnus Hirschfeld und den Begriff eines Hortes, eines Zuhauses, eines Gefäßes, das beschützt und gleichzeitig trennt. Über Gemeinschaften, über historische Erfahrungen, die Gemeinschaften ausmachen, ebenfalls ein Thema, was uns heute begleiten wird. Also Gemeinschaften, die ebenfalls zu solchen Gefäßen werden, von der Umwelt abgetrennt oder verschieden. Heute spreche ich, wie gesagt, mit Dr. Jael Kupferberg über Max Horkheimer und das Bilderverbot als Fundament seiner Theorie und vielleicht, so habe ich zumindest Jaels Schriften bis jetzt gelesen, als Schutz vor politischen Katastrophen. Aber zuerst würde ich Jael gerne vorstellen. Dr. Jael Kupferberg ist habilitierte Literaturwissenschaftlerin und befasst sich mit deutsch-jüdischer Beziehungs- und Literaturgeschichte, mit jüdischer Philosophie der Moderne, mit kritischer Theorie und mit Antisemitismustheorie. Derzeit vertritt Jael Kupferberg erneut die Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Von Oktober 2018 bis September 2024 forschte und lehrte Jael am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin. Ihre Monographie zum Bilderverbot, Studien zum Judentum im späten Werk Max Horkheimers erschien 2022 im Wallstein Verlag. Und so schreibt uns Jael: Mit Kant und Cohen erkennt Horkheimer im Bilderverbot die Grenze, die jedes sich selbstbewusste Denken hat. Dieses Denken fordert eine Form der Selbstbeschränkung, der Reflexion ein, die das Bilderverbot garantiert. Und Jael schreibt weiter, wenn etwas Menschliches und Bildhaftes als absolut erscheinen und begriffen werden könne, dann sind ideologisiertes und affirmatives Denken, Glaube und Nachahmung ohne Korrektiv. Ohne Korrektiv. Das Bilderverbot bietet, so Jael, damit Schutz vor Katastrophen. Im Denken, in der Politik. Jael zitiert ja Horkheimer, der selber sagt, das Bilderverbot ist sozusagen ein Unterpfand der Rettung. Damit zeigt Jael, wie sehr kritische Theorie Horkheimers eigentlich im Judentum fundiert ist, im Bilderverbot. Aber wir leben in einer Zeit, wo das Bilderverbot auch im Judentum umgangen wird. Das Bild heißt heute anders. Es heißt vielleicht Nation, Land. Delphine Orveleur und Gershom Scholem lassen grüßen. Die hebräischen Namen werden zu konkreten Orten. Eine Idee, ein Text, diesmal grüßt uns Dandina, eine Idee wird zum Territorium, wird konkret. Judentum wird zu Israel. Ist das ein Bruch des Bilderverbots? Mit Jael lernen wir gleichzeitig auch einen, ich würde sagen, persönlicheren oder intimen Horkheimer kennen, der als Jude zwischen Selbst- und Fremdbestimmung ringt. Und nun wieder leben wir in einer Zeit, in der die jüdische Existenz in der Diaspora wieder fremdbestimmt wird. Unter anderem diesmal durch das Geschehen in Israel. Ist das Judentum also zur Fremdbestimmung seines Selbst geworden durch des Bilderverbots? Jael, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Vielen Dank, lieber Offer, vielen Dank, Anna, für diese freundliche und ausführliche Einführung. Anna und Offer haben eigentlich schon alles gesagt. Wir könnten gleich ins Gespräch gehen. Die wichtigen Punkte sind genannt. Ich hoffe, ich kann mit meinem Vortrag noch etwas konkretisieren und hinzufügen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und begrüße auch sehr herzlich, selbstverständlich, die Hörerinnen und Hörer in diesem digitalen Raum und diejenigen, die zuschauen und sich mit diesen komplexen Fragen beschäftigen, die aber, wie ich so finde, immer noch maßgebliche sind. Also fange ich an. Ich versuche etwas langsam zu lesen, damit die komplexen Thesen, die aber schon auch genannt worden, das ist gut fürs Verständnis, damit Sie mir folgen können. Ich beginne mit einem Zitat, nochmal von Max Horkheimer.
Es gibt keine Definition der Philosophie. Ihre Definition ist identisch mit der expliziten Darstellung dessen, was sie zu sagen hat. Dies postuliert Max Horkheimer und es ist sein Begriff von Philosophie. Wie Sie wissen und schon gehört haben, Horkheimer war der Haupt der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Er ist in Zuffenhausen bei Stuttgart geboren, als Sohn jüdisch-konservativer, gleichwohl ans Deutsche akkulturierter Eltern 1895. Er leitete das Institut für Sozialforschung ab 1930 in Frankfurt und hier setzte er wichtige Impulse für eine kritische Auseinandersetzung mit Welt, bevor er 1933 fliehen musste. In der Emigration erst in die Schweiz, dann USA, New York und Los Angeles schreibt er gemeinsam mit Adorno die philosophischen Fragmente, die Dialektik der Aufklärung und die bis heute als maßgebliche Gedanken zu Antisemitismus Geltung beanspruchen können. Sie gelten als Revision und als Resümee der Gesellschaft und ihrer Geschichte. Gleichwohl gehen diese Ausführungen über den historischen Begriff des Antisemitismus hinaus. Sie betten diesen vielmehr in die spezifische Individuations- und Zivilisationsgeschichte ein. Ja, dem Antisemitismus kann kaum entronnen werden, gerade weil er in den Beziehungen, in der Weltaneignung, in dem Tauschverhältnis, im Rationalen und im Irrationalen, als Gehalt der Aufklärung und als Gehalt der Anti-Aufklärung selbstverständlich zugleich, also im Verhältnis von Subjekt und Objekt besteht, psychoanalytisch und philosophisch zugleich gesprochen. Antisemitismus vollzieht sich im Prozess der Subjektwerdung. Er ist Bestand der Selbstbehauptung, weil er fatalerweise triebökonomisch begründet ist. Ein Opfer ist zu leisten, das so schwer zu leisten ist. Und dass es so ist, dass ein Opfer überhaupt geleistet werden muss, dies wird dem Judentum und seiner Ethik angelastet. Zu diesem sehr kompakt dargestellten und komplexen Befund kommen die Immigranten 1944 bis 1947, Horkheimer als jüdischer und als politischer Immigrant, als ein Flüchtling von Geburt, wie er sich selbst einmal bezeichnet hat. Horkheimer kommt aber Ende der 1940er Jahre durchaus mit Unsicherheit und größtem Unbehagen in die Bundesrepublik nach der Katastrophe. Und trotz des philosophischen und trotz des gesellschaftlichen Befundes baut er in Frankfurt dieses Institut nochmals auf und begründet damit eine Schule, die weiterhin mich zum Denken einlädt und auch Sie und diese Anstrengung des Denkens auch und insbesondere auch fordert. Relativ unbedacht ist die jüdische Erbschaft, das jüdische Proprium der Philosophie Max Horkheimers. Und auch insofern verstehe ich meine Ausführungen, die kritische Theorie Horkheimers kann auch und ja ist vielleicht besonders als jüdische zu verstehen und steht in der Tradition der jüdischen Philosophie, wenn nicht sogar der jüdischen Religionsphilosophie. Und damit bewege ich mich auf glattes Eis, denn die Frage, was überhaupt jüdische Philosophie sei, welche Qualitäten sie auszeichnet, darüber wird gestritten. Die Forschung hat sich zumindest auf eine Minimalbestimmung, so Christian Wiese, geeinigt. Jüdische Philosophie, schreibt er, ist philosophisches Denken von Juden über das Judentum. Zitat Ende. Diese Bestimmung ist für Horkheimer zu bedenken, weil er, und vielleicht trifft dies für fast alle Denker der kritischen Theorie zu, sich in der deutschen Philosophie bis zu einem gewissen Grad, das heißt begrenzt und ausgewählt, heimisch fühlte und gleichwohl, und das wäre die philosophische Tat daran, jüdische Traditionsbestände in sie hineinlegte. Oder anders gewendet, die deutsche, insbesondere idealistische Philosophie seit der Aufklärung in ihren Paradigmen entspricht dem jüdischen Universalismus gewissermaßen, kurz gesagt und polemisch. Kant war, Kant ist in diesem Verständnis und dieses nicht ohne Ironie gesagt, ein jüdischer Philosoph. Die Vernunft, das gewichtige Argument der Aufklärung, sie ist das Paradigma des Judentums, so wie es besonders und ungebrochen Hermann Cohen postulierte und in dessen Tradition letztlich auch Horkheimer steht. Ja, bis in die feinsten Verästelungen, so meine ich, ist die jüdische Erfahrung als Anlass von Reflexion, als Anlass von Analyse und Philosophie zu spüren.
Und es mag doch als abwegig erscheinen, es ist Adorno, der seine Anmerkung zum philosophischen Denken mit einer Anspielung auf eine berühmte talmudische Szene beginnen lässt. Es ist jene Frage eines Nichtjuden, der den großen jüdischen Gelehrten Hillel darum bittet, ihm die Tora in der Zeit zu erklären, in der es vermag, auf einem Bein zu stehen. Und ihm antwortet der Rabbiner, was dir nicht lieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora und alles andere ist die Erläuterung. Geh hin und lerne sie. Und Adorno schreibt 1964 Herbert Marcuse zum 70. Geburtstag, ich zitiere jetzt Adorno, soll man gleichsam auf einem Bein stehend etwas Philosophisches sagen und will nicht ins Unverbindliche abgleiten, so muss man auf einen Teilaspekt sich beschränken. Dieser Teilaspekt, ist es die jüdische Ethik? Eine versteckte jüdische Referenz Adornos? Zu Max Horkheimer zurück. Er ist direkter. Dieser postuliert, ich habe es eingangs zitiert, dass ihm die philosophische Praxis selbst, die philosophische Praxis des Denkens selbst sei, dass dieses Denken dem historischen Prozess unterliege, dass sich dem Denken an das Objekt anschmiege. Und dieses Denken enthalte sich der Identifikation, nicht der Empathie, auch nicht der Anschauung des Objekts. Erkennen setze voraus, so Horkheimer, dass man sich schutzlos macht und sich preisgibt. Das Gleichnis der weichen Birne. Wenn man sich nicht ganz weich macht und sich erniedrigt, dann bleibt einem jede neue Erkenntnis verschlossen. So schreibt er. Das heißt, Horkheimers eigene Praxis des Denkens besteht in der Bewegung und vor allem in der Beziehung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven, zwischen Subjekt und Objekt. Sie gründet zudem und insbesondere, Offer hat das betont, im Bilderverbot, in der Relation und in der Anerkennung der Differenz, der postulierten Grenze von Subjekt und Objekt, der Wahrnehmung der Grenze unserer Erkenntnisfähigkeit. Ich zitiere Horkheimer. Du sollst dir kein Bild machen, heißt, du kannst nichts über das Absolute aussagen. Insofern steht am Anfang der kritischen Theorie sowohl das jüdische Verbot als auch die Kantsche Aufzeigung des Vernunftdenkens. Zitat Ende. Dies erscheint als Grundlage für Horkheimers Haltung der Kritik. Horkheimer schreibt es. Es ist das Bilderverbot, sein Fundament des Denkens. Und an diesem Verbot formt Horkheimer sowohl seinen existenziellen und philosophischen Begriff von Judentum, als auch in dessen Bruch eine Theorie des Antisemitismus. Die Kohärenz von Bilderverbot, Judentum und kritischer Theorie pointiert Horkheimer nochmals in einer anderen Notiz unter dem Titel Die Herkunft der kritischen Theorie vom August 1968. Geleitet ist sie, also die kritische Theorie, aber von einem entscheidenden jüdischen Gedanken. Du sollst dir kein Bild machen. Dies ist für eine deutschsprachige Rezeption, die die kritische Theorie überwiegend in der Tradition Hegels, Marx und Freuds gelesen und gedeutet hat, zu exemplifizieren. Die genannte Kohärenz vollzieht sich insbesondere über die Philosophie Hermann Cohens, der die Brücke von Kant zur kritischen Theorie jüdisch inklinierte und dessen Impetus bei Horkheimer implizit in der kritischen Aneignung Kants nachhallt. Das im Judentum bedeutsame Bilderverbot als ein die jüdische Traditionsliteratur und Philosophie durchziehendes und leitendes Motiv widersetzt sich kulturhistorisch und theologisch der anthropologischen und ikonischen Vermittlung und Vermittlungsmöglichkeit des Göttlichen. Im Grunde also unterbindet das Bilderverbot die mimetische Aneignung der Umwelt und reagiert auf das affektiv bindende Potenzial des Bildes. Es verweist auf den projizierten Scheincharakter des Objekts. Das berühmte Postulat Horkheimers und Adornos von 1944 bezieht sich auf dieses Bilderverbot und es artikuliert sich ihnen als Verbot, das Falsche anzurufen, das Endliche als das Unendliche und die Lüge als Wahrheit. Damit ist die Anbetung der vermittelten und veranschaulichten Göttlichkeit angezeigt, die darin habituell
und kognitiv fehlgehe und so Gewalt nach sich ziehe, wie es sich in der Dialektik der Aufklärung katastrophisch verwirklicht habe. Und in eben diesem Verbot, das ein kritisches und empathischen Sinne aufgeklärtes Verhältnis und Verhalten zum Bild, zum Objekt fordert, sahen sie, Offer hat das auch gesagt, das Unterpfand der Rettung, nämlich als eine mediale Entlassung des Menschen aus der selbst erzeugten Abhängigkeit. Demgegenüber erweist sich die theologisch-religiöse Verehrung des Bildes, das heißt, das Bild als ein Dokument und Zeugnis von göttlicher Wahrheit anzunehmen, als regressiv. Denn in dieser Verehrung werde ein Modus eingeübt, der affirmiere und verabsolutiere. Der affirmative und religiös sozialisierte Blick wird zum Gegenstand von Horkheimers und Adornos Reflexion zum Antisemitismus. Gerade in diesem erweise sich ein gläubiger, ein ideologisierter Blick auf das Objekt, auf das Bild als fatal, da er sich als Modus beliebig instrumentalisieren lassen könne und die Identifikation und die Angleichung ans Objekt den Menschen bindet. Unfrei ist dieser, eindimensional und verwaltet. Während die Forschung also berechtigt auf die Bedeutung der deutschen Philosophie verweist, die die kritischen Theoretiker insbesondere in ihrem Verständnis von Geschichte, Gesellschaft und Bewusstsein auch kritisch rezipierten, so zeigt sich hier die philosophische und kultursoziologische Inklination des Bilderverbots für eine Theorie des Antisemitismus als bedeutsam. Aus den Quellen des Judentums könnte man sagen. Horkheimer und Adorno ist Antisemitismus damit Bestand der ästhetischen Erfahrung und der Aneignung von Welt und hat seinen religiösen Ursprung in der Vermenschlichung Gottes, um nicht zu sagen im Christentum. Das Bilderverbot umfasst jedoch insbesondere Horkheimers Begriff vom Judentum. Vor allem im diasporischen Judentum erkannte er das Potenzial des nun von ihm existenziell übersetzten Bilderverbots. Die nationale Antwort auf die prekäre jüdische Existenz in der Welt erschien ihm politisch notwendig, dem Judentum jedoch philosophisch fremd. Und so steht er auch dem Zionismus und dem Staat Israel philosophisch kritisch, politisch unbedingt loyal gegenüber. Bezug nehmend auf die politische und historische Wirklichkeit des Staates Israel schrieb er, ich zitiere, kein Machtstaat, sondern die Hoffnung auf Gerechtigkeit am Ende der Welt hieß Judentum. Zitat Ende. Das hier postulierte Judentum gründet sich darin, dass es an der Idee des Absoluten festhalte und damit die Sehnsucht nach dem ganz anderen bewahre. Dass es also eine Existenz verteidige, die nicht in der politisch notwendigen Repräsentation und im Nationalismus, der von der Ordnung der Welt gefordert sei, aufgehe und sich also gänzlich an dieser falschen Ordnung assimilieren muss. Horkheimer erkannte überdies eine tragische Dialektik des Judentums. Ich zitiere nochmal. Bei den Juden brachte durch die Jahrtausende das Bekenntnis zu ihrem Gott und ihrem Volk Verfolgungen und Tod. Um sich zu retten, hatten sie die Alternative, ihren Gott zu verleugnen oder sich als Staat zu konstituieren. Beides bedeutet den Untergang des Judentums. Das erste, das Verschwinden aus der Welt. Das zweite, den Umschlag in den unvermeidlichen Nationalismus der anderen, Israel. Zitat Ende. Sowohl die diasporische als auch die staatlich-nationale Existenz führten zum Verschwinden des Judentums, das Horkheimer spezifisch bestimmte und erstere philosophisch favorisierte. Die diasporische Existenz halte zwar an der Idee des Judentums fest, könne aber aufgrund des politisch-gesellschaftlichen Zwangs zur Objektivierung kaum die Partikularität oder die Subjektivität aufrechterhalten. Zudem wäre und ist diese metaphysische Existenz, die lange die jüdische war, kaum souverän, sondern im politischen Sinne unfrei. Das wäre zu ergänzen. Der Staat Israel hingegen rette jüdisches Leben, aber müsse sich darin dem Nationalismus verschreiben und mache sich so den anderen gleich. Beide jüdische Existenzformen,
Also die diasporische und die nationale unterliegen damit der Assimilation, dem Zwang der Anpassung, dem Identitätszwang und zahlten für eine relative und äußerst fragile Sicherheit den Preis der Selbstaufgabe. Selbsterhaltung mündet in beidem, in der Selbstnegation. Für Max Horkheimer bewahrte allein die kritische Theorie nach Auschwitz selbstverständlich einen empathischen Begriff von Judentum. Horkheimers Judentum ist Philosophie. In der kritischen Haltung zum Objekt ist eine Haltung fundiert, dass das Bilderverbot vom Menschen fordert. Es gilt der Aufklärung, der Selbstaufklärung, der Autonomie. Es postuliert eine Grenze. Es bewahrt ein Bewusstsein der Kritik und widerstehe dem Naturzwang. Seine jüdische Existenz sei allerdings im Schwinden begriffen. Sie sei ausgeträumt, wie er 61-62 notiert. Ich zitiere: Die Diaspora ist die Hinterwelt. Die Juden sind die Überbleibsel. Das Reich der Freiheit ist eine Hinterwelt. Die zur Theorie halten, sind Überbleibsel wie die Getreuen des Talmud und des messianischen Vertrauens. Zitat Ende. Das Nicht-Identische. Das war die Idee des Judentums Max Horkheimers. Diese Existenz erschien ihm, diese erscheint, ausgeträumt und damit historisch, weil Freiheit in der verwalteten, in der Welt der geforderten Identität von Subjekt und Objekt, in der Welt der Konformität überkommen erscheint. Das andere, ja vielleicht sogar die Sehnsucht nach dem ganz anderen, gehört zur Hinterwelt. Ich bedanke mich. Wow, vielen Dank, liebe Jael. Schade, dass es so kurz war, dein Vortrag. Ich hätte dir sehr gerne weiter zugehört und während ich dir zugehört habe, habe ich mich in der Tat gefragt, und das ist eine Frage, die ich mir stellte, als ich auch deine Texte gelesen habe, inwieweit wir auch über einen historischen Moment einer Theorie oder den historischen Moment der Entstehung einer Theorie sprechen. Und ich habe mich dabei an eine Anekdote erinnert. Ende 2015, Anfang 2016 erschien in dem israelisch-deutschen Magazin Spitz ein Text von einem syrischen geflüchteten Menschen. Und das war ein Text über das Dasein als geflüchteter Mensch. Und ich dachte, ich lese diesen Text und denke so, diesen Text habe ich schon irgendwo gelesen. Den kenne ich. Und am Ende schreibt tatsächlich der Autor, dieser Text stammt nicht von mir, der stammt von Hannah Arendt. Zwar aus dem Text We Refugees. Und als ich dir jetzt gerade zugehört habe, als ich auch deine Texte gelesen habe, wo du zum Beispiel Horkheimer zitierst, als jemand, der sich selbst bezeichnet als dem KZ Entronnener. Also dass das quasi also das ist eine historische Grunderfahrung, ne? Aber er trägt mit sich die Kontingenz einer jüdischen Erfahrung. Und nun präsentierst du die Theorie, die unter anderem quasi aus dieser jüdischen Erfahrung entstanden ist, aber in einer völlig anderen Zeit. Und gerade habe ich mir gedacht, es klingt so, als in der Zeit ihrer Entstehung retten möchte. Und meine Frage ist, inwieweit stehen beide zusammen, die persönliche, die biografische Erfahrung und das Entstehen der kritischen Theorie, oder anders auch gefragt, wenn wir über die heutige Kontingenz jüdischer Erfahrung sprechen, dann müssen wir auch über die Möglichkeit eines israelischen Daseins sprechen, als eine mögliche israelische Existenz. Was würde es für uns dann demnach bedeuten in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem kritischen Denken? Oh, das sind gute Fragen, sehr weitreichende Fragen. Ich habe etwas unerwähnt gelassen, um auch diesen Vortrag nicht allzu lang werden zu lassen. Vielleicht ist es aber erwähnenswert, dass Horkheimer bei einigen seiner Vorträgen im Nachkriegsdeutschland, das muss man sich mal vorstellen, an der Goethe-Universität in Frankfurt und anderswo, er hat seine Vorträge begonnen mit „Ich bin ein Jude". Ja? Ich bin ein Jude. Was das heißt, bevor er seine
Vorträge also begonnen hat, ist eine ganz klare Verortung. Damit war sozusagen er selbst positioniert in dieser Nachkriegsgesellschaft, die von Schuld und Abwehr und Scham besetzt war, die Mehrheitsgesellschaft. Und ich meine, dass diese Diskrepanz zwischen der eigenen Erfahrung und die Erfahrungen, die er dort machte, mit dem akademischen Publikum und dem nicht-akademischen Publikum, dazu geführt hat, dass er in ein Schema gefallen ist, was wir eigentlich gut kennen, nämlich zu Hause ein Jude zu sein und auf der Straße ein Mensch. Und diese Bewegung vom Privaten zum Politischen hat er unglaublich klug, wie ich finde, in der kritischen Theorie, in seiner Philosophie nach 45 auch übersetzt. Das heißt, die eigene Positionalität hat er in universelle philosophische Paradigmen eigentlich übersetzt und hat hier auch etwas vollzogen, was möglicherweise auch Annas Flaschenpost oder Adornos und Horkheimers Flaschenpost war, nämlich die jüdische Erfahrung als Erkenntniskategorie exemplifiziert. Und das finde ich eigentlich die spannendste oder eine großartige Leistung von Horkheimer und anderen, dass sie sagen, dass die Erfahrungen, die sie als Juden machen, dass sie diese sozusagen in ein philosophisches Denken übersetzen, aber nicht nur in ein philosophisches, sondern vor allem auch in ein pragmatisches. Insofern, als dass sie, und jetzt kommt das universelle Angebot von beiden, gesagt haben, wir müssen in dieser Mehrheitsgesellschaft dafür sorgen, dass sie auf demokratische Beine gestellt wird. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die partikulare Erfahrung sozusagen eine Demokratisierung, dass daran eine Demokratisierung der Gesellschaft erfolgt, eine Aufklärung, wenn du so möchtest. Und sie haben dieses Institut für Sozialforschung aufgebaut und sie haben vor allem dafür gesorgt, dass auch Institutionen und Programme, pädagogische Bildungsprogramme und so weiter geschaffen werden, dass sozusagen ein gesellschaftlicher Fortschritt sich vollziehen konnte und auch hat. Also wenn wir uns zum Beispiel, das ist nur ein kleines Beispiel, wenn ich sozusagen in die Forschung gucke, wo waren die Hochphasen? Und die Hochphasen waren in den 60er, 70er, 80er Jahren. Vor allem waren sie vor allem sprachlich ganz weit vorne. Also wenn man etwas Kluges lesen möchte, sollte man doch in diese Zeit zurück, zumindest im deutschsprachigen Raum. Danach hat man schon den Eindruck, dass es eine andere Wahrnehmung von Welt gibt und sich dem das auch abflacht. Aber das ist ein anderer Diskurs. Das heißt, es gab einen philosophischen Pessimismus und einen pragmatischen Optimismus. Also Horkheim hat gesagt, wir müssen aus dieser jüdischen Erfahrung etwas machen, also mit diesem Gepäck, mit dieser schwersten Erbschaft, dass wir programmatisch umsetzen können, und zwar in der Demokratisierung der akademischen Bildung und überhaupt der Bildung. Das wäre der große Auftrag und das hat sich auch so vollzogen, ja. Ich möchte so ein bisschen hier nachhaken, weil Ja. damit, und das zeigst du auch, wie gesagt, auch in deinen Texten, auch heute in deinem Vortrag, du redest auch über Antisemitismus, also quasi die Erinnerung, die ein Jude, eine Jüdin mit sich tragen in der Mehrheitsgesellschaft, ja. Also die Erinnerung an das Bilderverbot, die Erinnerung an an das verbotene Aneignung des Objekts. Aber ist es nicht, also das Judentum, was in der heutigen Bundesrepublik, oder ich würde fast sagen, in der heutigen Bundesrepublik noch gefeiert wird, ist ein Judentum, was sehr stark verankert ist in einer historischen, Ja. in Ja. einer, ich würde Ja. sagen, in einer generationellen Erfahrung, ja. Ja. Also ich würde sagen, zwischen Ghetto und der Welt, ja, zwischen Religion und Aufklärung, zwischen Diaspora und Israel. Absolut. Und also auf jeden Fall ein Judentum, was ich auch in der jungen Bundesrepublik definitiv als Korrektiv verstehen könnte. Aber nun 70, 80 Jahre später, also wir führen das Gespräch, du sitzt in Deutschland, ich sitze in Israel. Wir leben in einer unerträglichen Zeit. Ich weiß, darüber sind wir uns einig, auch viele, die uns gerade zuhören. Und da fragt man sich, irgendwas wie soll man sagen, in der Übersetzung dieses Partikularen in das Universelle. Irgendwas in der Übersetzung dieses Gedanken in eine politische Geste, ja, der Demokratie
misslang vielleicht. Ja, ja, Sind ja, wir sind ja. wir dazu wie sagt man auf Deutsch, verdonnert, diese Erfahrung immer wieder machen zu müssen? Ja, ja, ich hoffe, es ist nicht so, aber, ähm, Offa, lass mich eines sagen. Ja, du hast vollkommen recht. Wenn ich diese Texte lese, dann dann sind das historische Texte. Ja, es ist historisch und die Situation ist auch eine historische, in der Horkheimer diese geschrieben hat und wir sind woanders, jetzt, aber wir sind theoretisch eigentlich genau in diesen Feldern noch begriffen. Das heißt, einerseits ist das, was, Horkheimer, ja, also einerseits ist es historisch, auf der anderen Seite ist es hochaktuell, weil wir natürlich in einer Welt leben, in der die ästhetische Erfahrung und die ästhetische Bindung vor allem und die ästhetische Erfahrungsmöglichkeit sich maßgeblich, potenziert hat. Wir leben seit dem Digital Turn sozusagen in einer zunehmend verbilderten Welt, die uns sogar darauf stößt, dass jede Form der Kommunikation eine verbilderte ist. Ich meine, dass sozusagen die Fähigkeiten der Aufklärung sozusagen in die Form einer Anti-Aufklärung umgeschlagen sind, nämlich wie kommunizieren wir? Wir kommunizieren zunehmend in Bildern und die Qualität des Wortes bekommt immer weniger Wert. Und das wäre auch das, von dem ich sage, also diese Bindung von Subjekt und Objekt ist nochmal sehr viel stärker geworden. Die Aufforderung, die wir leisten müssen, ist eigentlich, dass wir wieder in diese Distanz zum Objekt kommen, die Distanz zum Bild kommen, die Distanz zur Ideologie kommen, Distanz auch zum Nationalismus kommen. Aber die Weltgesellschaft sozusagen, wie wir sie jetzt momentan erleben, shiftet genau in die andere Richtung. Sie will die totale Identität und Horkheimer hat das auch gesagt. Das war diese Dialektik des Judentums. Auf der einen Seite haben wir das Angebot der nationalen Sicherheit oder der scheinbaren nationalen Werdung. Das heißt, die Aufgabe möglicherweise von jüdischen Paradigmen. Und auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, in der Diaspora zu bleiben, und zu sein, aber auch hier dem Identitätszwang, der sich zunehmend auch ausdrücklich macht, zu unterliegen. Das heißt, sich unsichtbar zu machen und sich aufzulösen. Also beide Variationen eines jüdischen Selbstbewusstseins, die sind keine Option in dieser Welt. Und so könnte man sagen, bleibt alleine für Horkheimer zumindest die kritische Theorie oder die Philosophie. Und hier würde ich noch draufsetzen, aber genau das schwindet in unserer Welt, weil die Form dieses Freiraums nicht gebraucht wird. Also sie ist nicht verwertbar. Und deswegen ist sie auch im Verschwinden. Und es bleibt eigentlich einige sozusagen Hinterwäldler, die noch an dieser Philosophie festhalten und sich noch an diesen Paradigmen erinnern. Aber es ist bei weitem und sicherlich nicht die Mehrheit der Gesellschaft, sowohl in Israel auch als in Deutschland. Und das ist dramatisch. Also das heißt, das Judentum selbst oder die jüdische Gesellschaft selbst, wenn man überhaupt in Deutschland davon sprechen kann, wird in diesen Identitätszwang sozusagen gebunden. Und das Bekenntnis wird auch immer deutlicher. Also dieser Bekenntniszwang, bist du auf der einen, bist du auf der anderen Seite und der Reflexionsraum, das meint Horkheimer, also die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, in diesem Raum zwischen Subjekt und Objekt, der wird eigentlich verkleinert, weil die Reflexionsmöglichkeiten schwinden in einer bildhaften Kommunikation, in der die Bindung zwischen Subjekt und Objekt gefordert wird und eben nicht die Distanz. Das heißt, der reflexive Raum, den wir alle brauchen, auch als Mensch brauchen, als selbstbewusstes Wesen, dieser schwindet. Und deswegen könnte man sagen, ist das Bilderverbot für unsere Zeit ein unglaublich wichtiges Paradigma, um uns sozusagen zu immunisieren vor diesen ich will nicht sagen, Bindungsbegehren des Objekts. Und das ist es, was sozusagen von Horkheimer, also das wäre die aktuelle Aussage, die zeitgenössische Aussage, die wir benötigen würden. Und das würde heißen, eine neue Mündigkeit eben ausbilden an diesen selbst erzeugten Objekten, die immer nur Bindung wollen, die Identifikation wollen und die fast ausschließlich affektiv sind. Und diese
Affektivität schlägt sofort in Normativität über und der Reflexionsraum, der eben darin besteht, Zeit zu haben, nachdenken zu können, Worte zu finden, um über das, was uns geschieht, sozusagen zur Sprache kommen zu lassen. Dieser Raum, der wird enorm gerade beschossen. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Noch zurück, das heißt, dieses Bilderverbot, was so wichtig ist, muss sozusagen bewahrt werden. Und das war auch einer meiner Wünsche oder mein Auftrag, den ich so empfunden habe, deswegen darüber zu schreiben und nicht die 100. Arbeit über den historischen Materialismus bei Horkheimer, sondern gerade das zu veraktualisieren, weil das momentan eine äußerst präsente Wahrnehmung von Welt ist, die uns zumindest so angeboten wird und der wir uns in irgendeiner Weise auch widersetzen wollen, wenn wir nicht in Ideologien abdriften wollen und in Verhärtung vor allem. Ja, Ja, Verhärtung, aber das ist eben, ne, das ist die Frage, also du sagst, es ist eine Vernunft, die bewusst ist, dass sie eigentlich nicht alles auffassen kann, ja, dass sie Grenzen ja, hat. Und eben ja, die genau Grenze so ist es. ist in dem, was verboten ist, abzubilden, in dem Bilderverbot. Aber das Ja, muss man aushalten. Das muss man vor allem politisch aushalten. Und in der Tat, in einer Zeit, wo man sich mit dem Objekt nicht nur identifizieren möchte, sondern in ihm aufgehen möchte, ja. Wir sehen gerade, nicht nur im Judentum, das sehen wir gerade an vielen Orten in der Welt, wo man in verschiedenen Bildern aufgehen möchte, in nationalen Bildern, in religiösen Bildern, in kulturellen Bildern. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem eines ähm, politischen Lagers, also dieser Wille, aufzugehen in etwas Absolutem. In einem Interview, das du gegeben hast, schreibst du, ähm, bei Horkheimer handelt es sich, oder er steht vielmehr für, und ich zitiere dich, für ein jüdisches Denken, das es kaum mehr gibt, nicht geben kann. ja, so Nicht ist geben es. kann. Nicht geben kann. Und das willst du quasi zurückholen oder übersetzen in unsere Gegenwart durch deine Forschung, um eben nicht die 100. Arbeit über dieses oder jenes bei Horkheimer zu schreiben, was man bereits gelesen hat. Aber dann sagst du, und verzeihe El, einen brillanten Satz, du sagst, ähm, es ist dein Wunsch, dass man das jüdische Fundament seines Denkens erkennt, aber du wünschst dir, dass man das jüdische Fundament bei ihm erkennt, aber du darfst es nicht wollen. Ja, Denn eben, und ich persönlich habe dich dann darin so gelesen, dass eben das Jüdische oder die Erkennung des Jüdischen selbst, ein bisschen zugespitzt gesagt, zugegeben, selbst zu einem Bild, zu einem verbotenen Bild wird. Also zu etwas, also das beim Gespräch über jüdische Themen, was wir heutzutage in Deutschland kennen, und ich glaube, da sind wir gerade dabei, dass es sich ändert, dass das Gespräch über das Jüdische auch etwas Absolutes hat. Und bei dir erkenne ich eigentlich eine Gegenbewegung, dass das lebendig werden sollte, dass man sich fragen sollte, was aus der partikularen Biografie von Horkheimer sich übersetzen lässt in die kritische Theorie und warum diese heute wieder universell ist. Ähm, aber es bleibt die Frage, ja, weil er redet ja, du schreibst selber über die Heteronomie der jüdischen Existenz vor 33, also die Fremdbestimmung, also diese ja, Spannung zwischen, also vor 33 konnte man noch so eine Art Selbstbestimmung aufbewahren als Jude oder Jüdin. Nach 33 ist es zunehmend schwieriger geworden. ja. Ich weiß, das ist ein bisschen hypothetisch, aber was würde ein Horkheimer sagen in dem Moment, wo das Fremdbestimmte des Jüdischen eigentlich aus dem Judentum selber kommt, nämlich aus dem als jüdischer, also sich selber als jüdischer Nationalstaat bezeichnende Israel? Ja. Also was ich an Horkheimer so schätze, dass er zwar Philosoph war, aber er war auch ein Politiker, ja, also er war pragmatisch. Und er hat gesagt, das ist die Ordnung der Welt, in der wir leben. Sie fordert die Identifikation ein, sie fordert die Verstaatlichung ein, eine Ordnung ein. Und dann könnte er sagen, also politisch ist das
möglicherweise gewinnen wir dadurch Zeit, ja, um das mal so zu sagen. Und wir haben hier eine Form der, ja, wie soll ich sagen, Der der politischen Dialektik. Subjektivierung, der Ja, Selbstbehauptung, genau. Und ja. diese Selbstbehauptung, die ist immer verbunden. Und zwar, das gilt für alles. Das gilt für uns als Individuum genauso, wie für Kollektive. Diese Selbstbehauptung hat in sich schon eine Form der Selbstnegierung, trägt sie in sich. Und diese Dialektik, die ist immer am Kipppunkt oder sie ist auch schon gekippt. Aber das 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 ist so ein das ist ein großes Kapital von Horkheimer, dass er immer diese Grenze der Diskurse auch absteckt. Ja, das heißt, wir können politisch über das Judentum und Israel sprechen, aber wir können genauso philosophisch über das Judentum und über Israel sprechen. Und diese Form der Grenze führt uns dazu, dass, wie du es auch sagtest, dass im Prinzip alles relativ ist und in Beziehung stehen muss. Wir können nicht dass wir dialektisch denken müssen und nicht ein Gedanke als absolut werden lassen. Und das ist darin immer, also eigentlich ist es ganz einfach, es ist im Prinzip die philosophische Maxime, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, das wäre sozusagen das philosophisch-griechische Angebot dazu. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn wir das schon beherzigen würden, wäre es sozusagen ein Obstacle oder wäre es sozusagen eine Korrektivmöglichkeit, um nicht in falsche Bilder zu verfallen, um nicht zu verabsolutieren. Aber, und da ist Horkheimer ganz jüdisch oder ganz kantianisch, dass er sagt, wir können überhaupt nur Kritik üben, wenn wir einen Begriff oder eine Idee oder ein Postulat vom Absoluten aufrechterhalten. Also diese Relativierung passiert, indem wir sozusagen etwas ganz anderes, sei es Gott oder das Postulat von Gott oder die Idee von Gott oder etwas ganz anderes eben aufrechterhalten. Dass wir nämlich ein Korrektiv haben in unserem Denken und in unseren Taten. Und deswegen, das wäre das jüdische Asset, ist es so wichtig, dass auch das Judentum das bedenkt und weiterhin bedenkt, dass wir also, wie du sagst, nicht selber dem Bildverbot, dass wir das aufweichen, dass es selbstverständlich eine Aufgabe, die wir als Juden genauso haben wie alle anderen auch, dass wir nämlich das Bilderverbot eben beherzigen und sagen, wir sind begrenzt, wir sind relativ, unsere Erkenntnisse, unsere Erfahrungsmöglichkeiten sind relative. Und das wäre eigentlich auch der große intellektuelle und so einfache Satz, den wir uns auch in der selbstverständlich politischen Situation zu sagen haben. Ne? Also gibt es eine Vorstellungskraft, gibt es eine Vorstellungsmöglichkeit, das sagt übrigens auch Günther Anders, ähm, dass das eben jenseits dessen, was ist, auch sein kann. Und das vermisse ich, ja, und ja, erstmal hier Punkt. Ja, also das ist eben es ist nicht nur aufrecht, also du hast gesagt, das aufrecht zu erhalten, Ja, ich würde sagen, auszuhalten. ja, Auszuhalten, dass man diese Grenze zum verbotenen Bild sozusagen, ja, zur ja, absoluten ja, Idee, zum absoluten Ideal, wie gesagt, Nation. Und ich habe vorhin erwähnt, also mein erstes Gespräch mit Delphine Voleur, da redete sie zusammen mit Gershom Scholem darüber, was passiert in dem Moment, wo die Distanz verschwindet, genau so ja, ist wo es. man Genau so ist es. Zion in Zion ausspricht, wo man bestimmte Worte auf Hebräisch, ne, eine bedeutungsschwere Sprache, eine sakral schwangere Sprache sozusagen, wenn man diese Sprache äh, hier in Israel ausspricht. Was passiert? Kann man das Verschwinden der Distanz aushalten? Und ich würde sagen, im Angesicht der gegenwärtigen Realität und auch im Angesicht der Warnung, die wir hier lesen von Horkheimer, die Antwort lautet nein. Und du hast es vorhin zitiert, diesen Satz, ja, also wo er sagt, kein Machtstaat, ja, sondern die Hoffnung auf Gerechtigkeit am Ende der Welt hieß Judentum. Ja, Ich würde ja, sagen, sogar an einem klaren Tag habe ich ein Problem, so klare Sicht auf diesen Satz aufrechtzuerhalten.
Und da fragt man sich, und das ist meine letzte Frage übrigens, liebes Publikum, ich rede und rede und rede. Natürlich nutze ich mein Privileg schamlos aus, Jael hier auszufragen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, also Sie haben auch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, nämlich über die Q&A, hier eingedeutscht als F&A, Funktion, sehr gerne. Also wir freuen uns sehr auf auf eure Fragen. Das heißt, also zuerst meine Frage und dann hoffe ich sehr auf Ihre Fragen. Ja. Bietet Ja. bietet er an, die Institutionalisierung dieses Aushaltens, ja, also die politische Institutionalisierung dieser politischen Geste, des Aushaltens, des Unbegreiflichen, des Unbenennbaren, des Bilderverbots? Ja, es ist sehr schwer auszuhalten. Ich meine, das ist ein unglaublicher Anspruch, den er da hat, und den kann man in der Philosophie folgen. Aber in der heutigen Welt ist es schwierig, das so einzulösen. Man kann es nur im Selbstgespräch sozusagen schaffen. Und da wären wir bei Hannah Arendt, die sagt, also im Selbstgespräch sozusagen können wir eine Form der, ja, des Gewissens ausbilden, möglicherweise sogar der Autonomie, ja, weil in dieser, und da würde auch das Bilderverbot übrigens reinspielen, dass ich sage, ich nehme mich doppelt wahr, also im Ich und im Selbst, und ich führe ein Selbstgespräch und ich muss mit mir selbst übereinkommen, ich muss mit mir leben. Und das würde beinhalten, dass wenn jeder sozusagen in diesem Selbstgespräch sich befragt, ja, also dass jeder sozusagen bei sich anfängt, und das ist eine absolute Binsenweisheit, das würde Horkheimer so auch nicht sagen, nehme ich an, dann hätten wir schon ganz viel gewonnen. Aber die Welt, wie Brecht sagt, sie ist nicht so. Und da gilt es, ja, was gilt da? Ich weiß es nicht. Momentan die Sprache des Bildes, würde ich sagen, ist momentan omnipräsent. Und von dieser Sprache des Bildes, von diesem Begehren des Bildes, da müssen wir uns befreien. Und ich hatte einmal gesagt, also wir müssten eigentlich alle in die radikale Objektivierung gehen, also in unsere eigene Objektivierung, in die absolute Entfremdung gehen, um aus diesem identischen Denken herauszukommen, was so fatal ist. Aber auch diese Objektivierung, und das wäre die Dialektik, heißt das eigene Gewordensein in irgendeiner Form, die eigene Geschichte, die eigene Narrativität, die eigene Tradition, die eigene Sprache radikal zu hinterfragen. Und ich weiß nicht, ob das Judentum das eben von dieser Geschichte, von der Narrativität vor allem lebt, ob wir das überhaupt können, ohne dabei wiederum uns zu vergessen oder gar zum Verschwinden zu bringen. Und deswegen, und das war der große Auftrag des frühen politischen Zionismus, gab es eben diese, diese, wie soll ich sagen, dieser Wunsch einer Selbstwerdung, auch wenn sie eine nationale war. Ich sehe, wir haben hier eine Frage. Ich lese einfach laut vor. Vielen Dank für den interessanten Vortrag, Jael. Meine Frage bezieht sich auf das Horkheimer Zitat über das Bilderverbot und das Absolute. Mir ist klar, dass man sich nicht positiv auf das Absolute beziehen kann. Das heißt, nichts Positives über das Absolute aussagen kann. Wie verhält es sich jedoch mit dem Aufflimmern des Absoluten im Negativen, Nicht-Identischen? In welchem Verhältnis steht also Nicht-Identität und das Bilderverbot? Ja, das ist ganz interessant. Vielen Dank für die Frage. Das Nicht-Identische ist vor allem ein Begriff, den Horkheimer verwendet. Ich habe ihn gar nicht so viel bei Horkheimer gelesen. Entschuldigung, bei Adorno. Adorno verwendet viel das Nicht-Identische. Und das Nicht-Identische wäre so die Befreiung von allen Zwängen, wäre die Befreiung vom Identitätszwang. Und ich meine, dass Horkheimer da eine philosophische Schippe drauflegt und sagt, im Prinzip bietet uns das Bilderverbot genau diese Nicht-Identität an. Also wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann würde uns das Bilderverbot diese Freiheit des Nicht-Identischen anbieten. Insofern stehen Bilderverbot und also
um es doch mal klar zu machen, das Bilderverbot, das hört sich immer so zensorisch an. Das meint es überhaupt nicht. Es meint auch nicht das Verbot von Bildern, sondern das Bilderverbot meint eigentlich eine mimetische Unterbrechung, dass wir uns sozusagen gewahr werden von der Grenze der eigenen Subjektivität, dass es eine Grenze von Subjekt und Objekt gibt, dass wir eine reflexive Beziehung einbauen in dieser Form. Es ist sozusagen ein, wie soll ich sagen, es ist das Paradigma der Autonomie. Das Bilderverbot bildet das Paradigma der Autonomie ab. Und insofern wäre das Nicht-Identische ein anderer Begriff oder sogar ein Resultat dieser Distanz zum Objekt. Das heißt, das Nicht-Identische ist übrigens eine Utopie. Die gibt es nicht, ja. Also die gibt es real nicht. Aber das Nicht-Identische wäre sozusagen Utopie. Und Horkheimer meint aber, dass dieses Nicht-Identische eigentlich in dem Modus des Bilderverbots angelegt ist. Und insofern könnte das Judentum auch das, ja, und jetzt wird es schwierig, in dem Modus, im Gedanklichen verkörpern, obwohl es das nicht verkörpern darf. Das wäre es dann die Dialektik, weil also das wäre das Nicht-Identische baut auf diesem Bilderverbot auf. Und es ist eigentlich ein positives Verbot, wenn Sie so wollen. Es würde uns Autonomie schenken. Und diese Autonomie, das ist ein Begriff der Philosophie, das ist selbstverständlich, meint damit eine Mündigkeit am Objekt, das aufrichtige Selbstgespräch, das zu sich selbst stehen können, auch in dem Bild sozusagen erkenntnisfähig zu sein. Ja, und über sich selbst mehr oder weniger, sich andere und sich selbst nicht zum Instrument zu machen. Ja, insofern ist das Bilderverbot eigentlich vielleicht gar kein Verbot, sondern ein Gebot, nämlich in die Distanz zu gehen und das Nicht-Identische korreliert. Ja. Und die Frage wurde von Gianluca Guccione. Und fast, als ich dir gerade zugehört habe, dachte ich, vielleicht zu plakativ, ja, also dass die Grenze, also zu plakativ im politischen Sinne jetzt, im aktuellen politischen Sinne, die Grenze nach außen beschützt nicht nur vor dem Äußeren, sondern auch bewahrt, also gibt einen klaren Raum, Autonomie, Mündigkeit. Deswegen sind klare, anerkannte Grenzen wichtig, im persönlichen wie im politischen Sinne. Ein grenzloses Ich, ein grenzloses Land, ein grenzloses Gemeinwesen tendieren zu politischen Irrwegen. So ist es, so ist es. Also ich bin großer Favorit der Grenze, das war Horkheimer auch. Und ich bin da ganz bei ihm. Ich glaube, wir brauchen gerade die Begrenzung, vor allem das Bewusstsein der eigenen Erkenntnisfähigkeit und so weiter. Ja. Ja. Also ich glaube, es war Albert Camus, der gesagt hat, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur Grenzen. So, ich glaube, das könnte man nachschauen. Ja. Also, wir haben hier eine weitere Frage. Haben wir nicht in der Sprache auch noch die Gefahr des Bilderbildens? Ist das Philosophische, die sprachliche Reflexion nicht auch bildgebend, gefährdend? Ist diese Trennung von Sprache und Bild nicht auch irgendwie nur eine graduelle? Geht Sprache letztlich ohne Bild? Ganz spannende Frage. Ich habe darauf, ganz spannende Frage. Und auch dort wieder würde ich vielleicht antworten, wir haben, glaube ich, eine qualitative Unterscheidung zwischen Wort und Bild, ja, in der ästhetischen Erfahrung. Und die andere Seite wäre selbstverständlich, denken wir auch in Bilder. Ich meine, die Dichtung, die Literatur lebt von Bildern. Unsere Träume leben von Bildern. Und ich habe versucht, vielleicht habe ich das zu wenig getan, zu erklären, dass es nicht das Bild ist, was das Problem darstellt, sondern unsere Identifikation mit dem Bild, unser Begehren, was wir haben mit diesem Bild, an diesem Bild. Das heißt, die Affirmativität, die wir ausbilden an diesem Objekt. Es ist nicht das Bild, was das Problem darstellt sozusagen, sondern es ist unsere Haltung zum Bild. Und da setzt eben dieses Bilderverbot an. Es macht uns als sozusagen als Subjekt klar, bediene dich deines Verstandes, das wäre Kant, nimm eine Distanz zum Bild ein, nimm
eine reflexive Form und keine affirmative ein. Das wäre sozusagen und dann wäre es eigentlich egal, ob ich ein Bild vor mir habe, was allerdings auch, 'n starkes Sendungsbewusstsein hat oder ob ich ein Wort habe, was, wie wir wissen, auch ein starkes Sendungsbewusstsein in sich trägt oder was wir auch in beides hineinprojizieren. Die Frage ist immer, in welchem Verhältnis setze ich mich dazu, eine Distanz hier einzubauen, also sich nicht verführen zu lassen, der Instrumentalität zu entkommen, ganz klare Grenzen zu ziehen und so weiter, ja? Ja, und Also, es da geht würde nicht um ich das Verbot des Bildes. Ja, Entschuldige. ja, ne, und, es ist in der Tat also Sprache, du hast die Literatur erwähnt, aber Sprache in der Tat als, Benennung auch zum Beispiel von gesellschaftlichen, Umständen, von politischen Ideen, Absolut, absolut. und was darin, das Bild bedeutet. Die letzte Frage war von, Henrike Arzt. Die nächste Frage kommt von Friedel Grützmacher, die ich gut kenne und schätze. Und Friedel fragt: „Für mich als Nichtjüdin ist immer wieder unklar, was jüdisch bedeutet. Ist es eine religiöse Zuschreibung oder beschreibt dieses Wort oder beschreibt es ein Volk, eine Nation?" Ab in die talmudischen Diskussionen, da habe ich Jalla. da werden in die rabbinischen Traktate rein. Ja, also Hannah Arendt hat mal gesagt, polemisch, das Judentum sei eine Nationalreligion. Ja? Das heißt, wir haben eine ja, es ist eine Kombination, wenn Sie so wollen, aus Religion, aus Gesellschaft, aus Gemeinschaft und Herkunft, ja, und Nation. In diesem Verständnis changiert jüdisches Selbstbewusstsein in den Jahrtausenden, und hat da verschiedene Angebote gemacht, sich, zu positionieren. Ähm, Das kann ich so sagen und dazu, kann ich nur empfehlen, sich in die jüdische Philosophie oder in die rabbinische Literatur einzuarbeiten, weil da gibt es verschiedene Antworten darauf und in den verschiedenen jüdischen Epochen wurde es verschieden beantwortet. Die halachische Regel ist immer noch, Kind einer jüdischen Mutter zu sein, ähm, macht sozusagen uns oder sie, zu Juden und Jüdinnen. Und das wird in konservativen Kreisen auch genauso gesehen. Im Reformjudentum und auch in heutigen Debatten, wird das anders diskutiert und anders bewertet. Aber das wäre sozusagen eine traditionell halachische Auslegung. Die jüdische Mutter, ja, Ich würde jüdische es gerne Mama. jiddische Mama. Ähm, ich würde es gerne verkomplizieren, Friedels Ja, Frage. Und zwar die Frage stellen nach, jüdisch sein, als gesellschaftlicher Umstand. ja, Horkheimer, ist ein sogenannter Remigrant, ein jüdischer ja, Remigrant nach Deutschland. ja, Es gab einige jüdische Remigranten nach ja, Deutschland, und zwar nicht nur in die Bundesrepublik, sondern auch in die DDR. ja, Und viele von ihnen waren, jüdische Kommunistinnen und Kommunisten, die Eltern von Thomas Brasch, die Eltern von Barbara Honigmann, und so weiter und so fort. Die auch hochrangige Positionen in der SED, hatten, im Staatsapparat. Und sie haben aus einer generationellen Erfahrung, also aus der Erfahrung des Antisemitismus, eine Erfahrung, die ihre Eltern kannten während der Weimarer Republik und davor, dachten sie, sie gehen auf in der, schönen also in der sogenannten roten Assimilation. Sie gehen auf in den großen Versprechen des Kommunismus, und werden zu guten Kommunisten und so werden sie Deutsche. Ähm, und, ihre Kinder haben, festgestellt, das, gelang ihnen nicht ganz und so haben wir wunderbare, Literatur, wie zum Beispiel von Thomas Brasch, der sein Judentum als einen gesellschaftlichen Umstand wahrnimmt, wie der, Protagonist beim Schloss von Kafka. Jemand, der zwischen dem Schloss und dem Volk steht, der ein Außenstehender ist. Du hast vorhin gesagt, die Hinterwäldler, die noch an diesen Ideen festhalten, spricht und Brasch sagt übrigens auch, man soll Literatur aus den Rändern der Gesellschaft herschreiben. Also das soll quasi der Ausgangspunkt, sein. Das heißt, jüdisch sein ist eine gesellschaftliche Positionierung,
innerhalb und gleichzeitig außerhalb der Gesellschaft, ein bisschen mit Simmel gedacht. Aber damit nochmal, und damit kehre ich zurück zu meiner ersten Frage. Es ist aber auch eine generationell markierte Erfahrung, am Rande der Gesellschaft zu stehen, ja, mit der Erfahrung des Antisemitismus irgendwie zurechtkommen zu müssen und so zu schreiben. Und das übrigens, du hast vorhin gesagt, was ist eine jüdische Philosophie? Da lässt sich auch fragen, was ist eine jüdische Literatur? Hannah Arendt sagte, das Absolut. sind keine, also man darf jetzt nicht Benjamin nehmen und nach Hanukkah-Leuchtern klopfen, sondern das ist die Frage, aus welcher gesellschaftlichen Position heraus wurde diese Literatur geschrieben, aus welcher gesellschaftlichen Situation heraus oder Positionierung wurde diese Philosophie entwickelt, wie bei Horkheimer, Ja. dann ist vielleicht das Jüdische weder das Kind einer jiddischen Mame noch Kind einer ethnischen, nationalreligiösen, religiös-nationalen Tradition, sondern ist einfach im deutschen Kontext eine Markierung eines gesellschaftlichen Umstands. Absolut. Ich meine, das ist die viel komplexere Antwort, Offer, und ich war mir nicht sicher, wie komplex ich werden soll. Aber ich denke, die jüdische Existenz markiert seit Jahrhunderten eigentlich die Erfahrung der Differenz. Und diese Erfahrung der Differenz oder der Exterritorialität oder der Obdachlosigkeit, ja, das ist eine Erfahrung, die sich einschreibt, genauso in die Literatur, in die Dichtung wie in die Philosophie. Und insofern ist diese gesellschaftliche Positionierung auch immer Anlass, über Gesellschaft nachzudenken. Und es ist überhaupt also es ist kein Geheimnis, dass die Soziologie vor allem, aber auch die Dichtung und die Literatur, und die Philosophie, also die Geisteswissenschaften, besonders attraktiv waren, auch für jüdische Intellektuelle, um nämlich zu verstehen, in welcher Gesellschaft lebe ich. Das heißt, die Erfahrung der Differenz war auch immer ein Anlass, über diese Gesellschaft nachzudenken. Und natürlich steckte dahinter auch immer das Bedürfnis, diese zu verstehen, um sich einigermaßen orientieren zu können in dieser Gesellschaft, um sich sicher zu fühlen. Deswegen ist dieser Umstand der also wo stehe ich gesellschaftlich und wie blicke ich auf Gesellschaft? Ja, bei Freud kann man das auch ganz schön sehen in der Psychoanalyse, dass ich muss verstehen. Sagt doch Hannah Arendt, ich will verstehen. Ja, warum will man verstehen? Weil man eben nicht identisch ist. Ja, das ist ja das ist ja die jüdische Erfahrung. Wir sind nicht identisch. Und insofern wir nicht identisch sind wir möglicherweise auch unsicher. Und um Sicherheit spüren zu können, um Boden unter den Füßen spüren zu können, ja, um das mal in diesem nicht so ganz geeigneten Bild zu fassen, egal, um sich sozusagen gut bewegen zu können, galt es in den Geisteswissenschaften immer, sich also der eigenen Positionalität bewusst zu sein und zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert. Ja, die Erfahrung des Fremdseins, Georg Simmel hast du erwähnt, 1908 schreibt er diesen großartigen Exkurs über den Fremden. Und worüber schreibt er? Er schreibt über die jüdische Erfahrung, die er auch selbst gemacht hat, nämlich eines Fremden, der heute kommt und morgen bleibt. Und diese Situation führt dazu, dass wir eben so glaube ich, oder führt dazu zu einer jüdischen Situation, in der wir verstehen wollen, in welcher Gesellschaft wir leben, aufgrund dieser Differenzerfahrung. Und und das erzeugt aber auch, wie gesagt, Erkenntnisgewinn. Ich lese hier ich glaube, von der Zeit her, die letzte Frage leider vor. Wie ist es möglich, dann dieses Bildverbot aufrechtzuerhalten als gesellschaftspolitische Geste? Und das fragt Erik Porat. Wenn das Bilderverbot nicht nur als Spaßbremse, in Anführungszeichen, als Spaßbremse ins Spiel gebracht werden soll und stattdessen der verbale oder schriftliche Austausch, die sprachliche Distanz stark gemacht werden soll, wie kann man die stark narzisstisch geprägte und bildbezogene Öffentlichkeit überhaupt erreichen, die Bildverliebtheit aufbrechen? Wie kann man den Diskurs, das Hin und Her von Rede und Gegenrede als Bereicherung und etwas Begehrenswertes, ja Freudebereitendes vorstellen? Bedarf es dazu nicht, ja hier, andere Formen des Sozialen? Und ich würde sagen, tatsächlich, was ich vorhin gemeint habe mit Institutionalisierung dieser Geste.
Ja, ich kann Ihnen da vollkommen recht geben. Also, ich glaube, wir brauchen eine neuerliche Aufklärung, wir brauchen eine neuerliche Objektivierung. Nur die Frage ist vielmehr, ob nicht die Möglichkeiten dieser Aufklärung schon erodiert sind, dass wir also sozusagen in diesem Turn des bildhaften Begriffen sind und dass dadurch sozusagen, die neuerlichen Möglichkeiten von Kommunikation und Sozialisierung und Institutionalisierung erodieren. Und das macht mir eigentlich die größte Sorge. In unserer, also einer der großen Sorgen ist, dass die Möglichkeiten der Distanzierung überhaupt nicht mehr bestehen, weil die Kommunikationsmöglichkeiten oder die Kommunikationsnotwendigkeiten so sind, wie sie sind. Ja. Du hast es erwähnt in deinem Vortrag, Jael, es klang auch nach in einigen der Fragen, darunter auch bei mir, was passiert. Also wenn diese Distanz im Judentum auf einmal nicht mehr gibt, sprich im Staate Israel. Also was passiert mit dieser Aufforderung nach einer Geste der Distanz, der Reflexion und nicht der Aneignung des Objekts in dem Moment, wo Judentum selber zum Territorium wird, zum Gegenstand, zum Bild als Nation, als Land. Ja. Und das ist die Frage, die uns sehr schwer belastet. Sollte uns das Programm rauswerfen, will ich nicht, dass das geschieht, bevor ich sage, dass wir uns nochmal treffen, das nächste Mal am 16. Oktober, bevor ich mich bei dir ganz herzlich bedanke, Jael. Wir treffen uns am 16. Oktober mit Eva Ilus zu unserem nächsten Gespräch. Aber bevor das geschieht, wollte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Jael, bedanken. Es ist immer wieder schön, dich zu sehen, vor allem zu hören und zu lesen, kann ich nur herzlichst empfehlen. Ich danke auch nochmal dem Team des Jüdischen Museums Berlin, Anna Pollmann und Team. Es war mir wie immer eine große Freude. Vielen Dank auch diejenigen, die hier eine Frage gestellt haben in unserem Chat. Was soll ich sagen? Bleiben Sie sicher, frohes neues jüdisches Jahr. Distanz bewahren, das ist wahrscheinlich, So ist es. genau, auf Grenzen achten. Ich danke Ihnen allen sehr. Offa, ich danke dir, ich danke dem Publikum. Vielen Dank und auf bald. Auf bald.